This is Mount Pilatus in Lucerne, Switzerland. More than 100 years ago, a group of entrepreneurs developed revolutionary technology and built a railway to get to the top of the mountain faster. It is still the steepest of its kind in the world. The trip to the summit used to take a day on foot and on muleback. Now it was possible in under 40 minutes. This innovation put Pilatus on the map. A similar revolution is going on in Switzerland today. Fintech entrepreneurs are reinventing the financial sector, making it simpler, cheaper, and more convenient. Together with banks, they hope to bring Swiss banking into the digital age. I am Swiss and an entrepreneur. I launched my first startup in Switzerland in 1996, founded additional companies in America and Japan, and wrote books on finance and entrepreneurship. It seems to me Switzerland as a financial center and fintech are a natural match, but we also face circumstances quite different from other countries. To get a better idea of the state of fintech in Switzerland, I visited founders of Swiss fintech startups, investors, bankers, and politicians. They told me about their experiences, challenges, and dreams for fintech made in Switzerland. Ich glaube, die erste Welle war noch so ein bisschen Euphorie. Man hat noch nicht so recht gewusst, wie dass man Technologie jetzt kann gewinnbringend und auch disruptiv in die Finanzwelt hineinbringen. Es hat einen Haufen Trial and Error gegeben. Man musste zuerst abwarten, was gibt es eigentlich auf der technologischen Seite und wie kann man das einsetzen. What technology means in general, not just to finance, is that costs of doing things get reduced and things becomes more effective. And whenever this happens, labor gets freed up, which can be used on other things, and you will see wealth creation. Es gibt zwei Betrachtungsweisen, oder? Das eine ist Fintech, wie es wahrgenommen wird. Und es ist sehr stark, sagen wir, der Self-Service-Ansatz, der B2C-Ansatz, die Angreifer, die bestehenden Finanzdienstleister. Das ist mal eine Betrachtungsweise, aber das geht wesentlich weiter. Eigentlich geht es um Digitalisierung und weniger das, was man vorne sieht, sondern das ist unser ganz grosses Thema. Und wie sieht die Wertschöpfungskette von der Zukunft aus, von der Finanzindustrie? Wenn man jetzt Uber anschaut, oder, die haben jetzt einfach es ist immer noch Taxifahren, aber es ist einfach so viel einfacher. Oder? Man drückt auf den Knopf, das Taxi kommt, man steigt ein und steigt aus und das Ganze ist der Prozess gewesen. Und ich glaube, bei sehr vielen von den Banken Leistung ist am Schluss nicht anders. Oder? Die Sachen sind am Schluss einfach aus einer Kundensicht sehr, sehr viel einfacher. Wir können dem Kunden direkt die Dienstleistungen zur Verfügung stellen. Und das ist eigentlich der grosse Unterschied. Es ist nicht so, dass wir neue Businessmodelle kreiert haben, die wir damals, vor 16, 17 Jahren, nicht uns vorstellen konnten. Wir haben das durchaus gesehen damals. Aber der Kunde war nicht bereit, weil er einfach die Mittel nicht zur Verfügung hatte, um von dem zu profitieren. Convenience ist sicher etwas, wo der Kunde wird haben und das eben auf einem breiteren Spektrum. Ich glaube, dass in die Richtung geht. Es ist nicht so spektakulär. Aber ich glaube eben, wie man einen beschrieben hätte vor 5 Jahren, wie man mit Uber das Taxiwesen kann optimieren. Ich glaube, man hätte das nicht so als spektakulär empfunden, wenn man die Beschreibung sieht. Aber wenn man sie jetzt lebt, dann muss man sagen, es ist sehr spektakulär. If you have a field of business and you are subject to what is called disruption, and disruption is if you are heavily into the taxi business and along comes Uber, or you are running a hotel chain and along comes Airbnb, or you're running a bank and along comes Bitcoin. Those that will do well is those that adapt to the new technology, and those that will not, or maybe even turn hostile, will become a casualty of history. Es ist einfacher, irgendwie ein Medienunternehmen zu digitalisieren, als eine Bank zu digitalisieren. Wesentlich einfacher. Aber die Technologie ist jetzt so weit, dass das kann. Also wird sie es auch.
Alles, was Richtung Effizienz kann optimiert werden und alles, was der Effektivität kann optimiert wird optimiert in der Geschichte der Ökonomie. Das wird auch im stark regulierten Finanzmarkt sein. Natürlich hat die Finanzkrise die ganze Szene ein bisschen in Verruf gebracht. Auf der anderen Seite können wir auch wieder viel gut machen. Wir müssen einfach wieder den Menschen ins Zentrum setzen und uns überlegen, wie können wir Technologie benutzen, um das Finanzwesen, die Finanzmärkte wieder zum Benefit der Leute umwandeln. Wenn wir das schaffen, dann haben wir auch ein Ziel erreicht und dann machen wir auch all viel Geld. Und dann macht es auch wirklich Spass, weil dann haben wir etwas Lässiges gebaut. Wenn man die Klaviatur hat, dann kann man Misstöne produzieren mit dem, aber auch Bach drauf spielen. Und die Chance, dass man einen Bach drauf spielen kann, anschauen und die Freude dabei am Gestalten, ich glaube, das ist das, was man noch vermisst. Das wird mehr als Gefahr angeschaut, nicht als Opportunität. Also wir sehen das ganz sicher als Chance, das ist ganz sicher so. Ja. Also Veränderung kann auch in eine andere Richtung gehen. Aber grundsätzlich ist das für uns eine tolle Chance. Und wenn man jetzt die letzten paar Jahre anschaut, hat das ja eigentlich sehr, sehr gut funktioniert, dass wir wirklich gesagt haben, wir setzen den Kunden ins Zentrum, wir wollen Technologie nutzen, um dem Kunden quasi Lösungen zu geben, die er früher nicht hatte. Und dass man das auch durchaus vermarktet. Also das hat eigentlich sehr, sehr gut funktioniert. Und ich sehe jetzt nicht, wieso, wenn man den Weg weiter beschreitet, wieso das in eine andere Richtung gehen. I want to work with something that matters and where you can significantly improve the lives of maybe the whole world population. I mean, that's ambitious, but 80% of the world's population do not have access to banking. So they can't trade with anybody that they can't see, and thus they are poor. This is something we can do much better. Wenn Finance nicht das Leben der Menschen verbessern kann, dann braucht es nicht. Es kann nicht zu einer Hilfswissenschaft von Ökonomie werden. Finance ist da, um die Risiken der Menschen zu reduzieren, um die Erträge für die Altersvorsorge zu verbessern. Es hat noch nie seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs in dieser Industrie so viele Chancen gegeben wie jetzt. Die Finanzindustrie und für die aktuelle Finanzindustrie ist es die beste Zeit in dieser Industrie zu sein, wenn sie die Chancen nutzen. Ich bin eigentlich seit meinem Studium, das heisst die letzten 10 Jahre, im Unternehmertum unterwegs. Das ist jetzt die zweite Firma, die ich mit aufbaue. The first couple of months was a bit difficult to get the first clients on board, which I find, well, pretty natural, I guess, in the financial industry because there's a lot of trust going into this industry. Versicherung, was wir bei Knipp gemacht haben, weder Dennis noch ich hatten irgendeine Ahnung von Versicherung. Wir sind eigentlich so gestartet, dass wir gesagt haben, wir denken Knipp aus Kundensicht. Und das war, glaube ich, am Ende dann das Erfolgsgeheimnis für unsere Idee, weil wir einfach nicht diese Versicherungsdenke auch von den Prozessen her hatten und wie man das schon immer gemacht hat, sondern wir haben digitales Wissen auf die Versicherungswelt angewendet. Der Schritt von einer traditionellen Bank, wie eine UBS, nachher dann in eine Fintech-Welt hinein, ist eigentlich nicht so ein grosser Schritt gewesen, weil Finance ist Finance. Was spannend war, ist, wie kann ich mit der Technologie mich differenzieren. Wir hatten ein paar hundert Kunden. Also wir haben gewusst, okay, das Produkt lässt sich verkaufen, wir haben auch ein bisschen gewusst, wie. Und haben dann einfach gesagt, wir gehen jetzt, wir erhöhen ein bisschen das Risiko, oder wir machen die Gesellschaft nur für das Produkt. Wir haben gleichzeitig auch Investoren gefunden, die an unsere Vision und das Team glauben und haben dann gemeinsam das Ganze aufgebaut. Und haben in den letzten 2,5 Jahren unsere Kundenbasis mehr als verzehnfacht. Because we put a great emphasis on flexibility, we often try to come up with a good solution for our clients. And then things started to take off, more and more clients joined the platform, and now all of a sudden we have quite a great growth rate.
Ich bin so oft mit einem riesen Strahlen ins Büro gegangen, weil ich einfach so erfüllt war von Endorphinen. Ja, aber andererseits, wenn man als Gründer und als Unternehmer in sowas drin ist, man lässt das natürlich sehr nah an sich ran. Ja, also das ist, man lebt das ja. Unternehmer sein heisst nicht nur viel Risiken haben, sondern auch viele Privilegien. Selber können gestalten, etwas Neues gestalten. Und das hat auch viel Wert. Ich glaube, was wir machen müssen, ist, den Beruf oder den Unternehmer ehrlich darzustellen in der Schweiz. Die Kultur von einer Bank ist definitiv eine komplett andere als jetzt von einem 3-jährigen Tech-Startup. Ich meine, es gibt berechtigte Gründe, die ich auch verstehe, und dann gibt es solche, die wirklich schwieriger nachvollziehen sind. Many companies in the fintech sphere, and that was also kind of how the general public saw it, was that okay, now these fintech companies are here and they would like to kind of outcompete the banks over the next 10 years. Banking is going to be dead in 10 years. But I don't think that is the way to go. I think banks have been around for way too long for that to happen. The infrastructure is there, the relationship with their clients are there. So what you have to do in order to be successful on the market, both being a bank or being a fintech company, is to see where can your interest actually overlap and where can you find collaboration opportunities and see how you can kind of grow together. So ist dann der Prozess etwa 10 Monate gegangen. Für eine Bank vermutlich recht schnell. Für uns war es manchmal ein kleines Geduldsspiel, aber wir konnten dann nach etwa 12 Monaten die Lösung releasen. Und das ist wirklich ein Meilenstein für uns als Firma, aber ich denke auch für die gemeinsamen Kunden, die die Lösung jetzt einsetzen können. Die grossen Würfe sind aus der Garage rausgekommen. Apple ist nicht in einem Inkubator entstanden, sondern in der Garage. Ich muss zuerst beweisen, dass das verhebt, dass ich erste Testmärkte erschliessen kann und aus dem heraus entsteht etwas Grosses. Als dann natürlich die ganz große Finanzierungsrunde kam, das war dann natürlich schon noch mal eine andere Nummer, auch als wir dann gesagt haben, wir internationalisieren nach Deutschland, 10-mal so groß wie die Schweiz, nach sehr kurzer Zeit. Das sind natürlich alles Riesenmeilensteine, die wir, glaube ich, die auch das Team erst wirklich verarbeiten musste. Und die Strukturen in so einem Unternehmen, man ist am Anfang zu zweit, auf einmal ist man zu 10, dann ist man 30, 50, 70, 120. Das war schon eine sehr, sehr große Herausforderung. Aber eine tolle Herausforderung. Wir haben angeschaut, was passiert mit unseren Margen, mit unseren Erträgen in diesem Hypothekargeschäft. Und da sind wir, auf Deutsch gesagt, verschrocken. Und haben einfach gesehen, wir haben dringenden Handlungsbedarf. Als Marktleader ist es sehr schwierig zu wachsen im risikoarmen Hypothekargeschäft. Und aus dem heraus haben wir uns überlegt, was können wir machen. Die Digitalisierung, die sicher die Wettbewerbshürden sicher senken. Und von dem her ist es sicher so, wenn einer eine gute Idee hat, kann er jetzt agiler mit dieser Idee auf den Markt kommen. Ich muss aber sagen, dass das gilt für uns genau gleich auch. Also unser Approach ist eigentlich von der Credit Suisse, uns einzubringen in die relevanten Themen und schauen, wie wir diese Ideen der Startups für uns einbinden können in unsere digitalen Offerings. Was wir sicher anders gemacht haben, ist, dass wir anfangen, sehr starken Outreach zu machen. Also das ist sehr breit. Das sind Startups, das sind VCs, das sind Berater, das sind Technologieprovider verschiedenster Couleur. Das können Regulatoren sein, das können Politiker sein, das können einfach Kunden sein, die sich interessieren. Also das Ökosystem, das wir pflegen, ist sehr, sehr breit. Ich bin der Einzige in unserem Team, der einen Banking-Background hat. Alle anderen kommen aus komplett anderen Ecken. Aus der Medienbranche, sind Physiker haben wir drin, wir haben einen Anwalt drin, wir haben jemanden, der aus der Kunstbranche kommt, wir haben jemanden, der aus dem NGO-Bereich rauskommt. Also wirklich möglichst breit, sodass wir das auch ganz anders anschauen. Und auch Leute, die schon mal Start-ups selber gemacht haben, also selber die Erfahrung gemacht haben, ich habe eine Idee, ich gründe ein Unternehmen. Ist der Schweizer Hypothekarkunde internetaffin, zum eben internetaffin genug zum Hypothek rein
online, digital abzuschliessen und abzuwickeln. Und wir haben natürlich sehr klar an diesen Business Case geglaubt. Und umso schöner war es, dass der ziemlich gleich nach Lancierung so richtig durchgestartet ist. Das ist zum Flaggschiff geworden von unserem Online-Produkt. Und eigentlich durch das sind wir auch, haben wir unseren Ruf uns erarbeiten, die digitalste Bank in der Schweiz zu sein. Der Prozess ist doch etwas aufwendiger, wie sich das gemeinhin so von außen einfach darstellt. Aber es sind sehr, sage ich mal, kooperative und proaktive Meetings, die dort stattfinden. Man sucht Lösungen. Die Startups möchten unbedingt natürlich es einbringen. Wir möchten unbedingt innovativ sein. Insofern findet man dann doch über viele Ecken dann die Lösung. Wir müssen als Organisation eine Welt von 2 Geschwindigkeiten managen. Eine gewisse träge Geschwindigkeit innerhalb des Konzerns, um die Stabilität zu gewährleisten. Aber nach außen müssen wir viel effizienter und viel schneller werden. Insbesondere jetzt auch mit diesen Fintech-Unternehmen oder mit anderen Tech-Unternehmen. Es ist eben nicht nur immer Fintech. Oder? Was sind die Fehler, die die Medienindustrie gemacht hat? Was ist die Fehler, die Kodak gemacht hat? Oder? Und dass man versucht, diese Fehler nicht nochmal zu machen. Ich glaube, da hat man einen grossen Vorteil, wenn man nicht die erste Industrie ist, die diesen Wandlungsprozess durchmacht. Diese Agilität und diese Mentalität, die Fintechs da mitbringen, Sachen auszuprobieren, schnell zu sein, zu lernen, auch neue Wege zu gehen, weg vom Traditionellen, das muss ein Unternehmen definitiv in Zukunft mitbringen. Warum soll mich der Kunde nicht ersetzen? Warum bin ich besser? Ich kann mit physischen Elementen arbeiten, wo ich meine digitale Welt ergänze. Oder ich muss halt immer einen halben Schritt vor der anderen sein und antizipieren können, was ist das Nächste, was gefordert wird von meinen Kunden. Und man darf nicht den Glauben haben, Kunden sind nicht so schnell digital. Es kann eben schnell gehen. Wenn wir jetzt all die Automaten gemacht hätten und ein bisschen lustig und es wäre nicht sichtbar in der Bilanz und in der Erfolgsrechnung, dann glaube ich nicht, dass wir die digitalste Bank in der Schweiz genannt wurden oder dass wir auf so viele Veranstaltungen dürfen referieren und unseren Case vorstellen. Ich glaube, das ist das, was Eindruck macht. Wir haben eine Innovation gemacht, wir haben etwas Neues probiert und wir haben Erfolg damit. Ich glaube, dass alle Banken in Bewegung gekommen sind. Das sehen wir auch in den Verbänden, wo wir drin sind. Oder meine, auch eine Bankiervereinigung hat jetzt eine Expertengruppe Fintech, die Economy Suisse hat eine Expertengruppe Fintech, SECO wird jetzt eine Expertengruppe, es hat jetzt viele Expertengruppen, wir probieren jetzt zu konsolidieren, aber man hat den Pitch aufgenommen. Da ist etwas, wir müssen uns darum kümmern. Ich würde eben stark davon abraten, von einer Kannibalisierung zu sprechen. Es ist komplementär, es ist eine Weiterentwicklung vom Modell und wer sich nicht ändert, der wird zum Schluss das Nachsehen haben. Das heißt, zu lange festzuhalten an traditionellen Geschäftsmodellen ist sehr gefährlich. Auf der anderen Seite ist es auch unnötig, zu früh diese schon loszulassen. Bei vielen Sachen muss man Basis machen und dann werden die Use Cases, die werden nachher kommen. Und dann sagen wir, wow, das ist jetzt wirklich in Summe, oder das war ein kleines Beispiel gewesen, aber es gibt eben Tausende von kleinen Beispielen. Und am Schluss tun sich die kleinen Beispiele dann eben eigentlich zu etwas sehr, sehr Robustem entwickeln. Wir haben wirklich, dass wir die Schweiz wählen, als einer von den Fintech-Startups-Zentren der Welt zu etablieren. Und speziell im Bereich der Versicherungen, glaube ich, können wir eine absolut führende Rolle übernehmen, weltweit. Im Bereich der Banken müssen wir einfach aufholen und eine gute Rolle spielen, sodass die Finanzplatz Schweiz in Zukunft auch eine gute Rolle spielen kann. In den letzten Jahren hat es extrem viele Verbände, Konferenzen, Vereine gegeben, die sich alles dem Thema Fintech annehmen, wie man das fördern kann, dass die Schweiz auch international wahrgenommen wird, dass man vielleicht auch beim Regulator einen entsprechenden Druck ausüben kann. Und das ist eigentlich ein bisschen getrieben ja, aus der Einsicht, oder, dass wir ein Bankenland sind, weil das Management Nummer 1, also verwaltete Vermögen. Aber auf der Fintech-Landkarte, auf der sogenannten Fintech-Landkarte sind wir nicht. Heute kann man sicher nicht davon reden, dass die Schweiz ein Hub ist, jetzt aus Investorensicht, wo
extrem Fintech-Startups anzieht. Es entstehen extrem viele Modelle aus der Schweiz heraus, wie an vielen anderen Orten auch. Wir haben in der Schweiz sicher grundsätzlich sehr gute Rahmenbedingungen, eine starke Industrie, aber wir sind noch nicht dort, wo eben Berlin und London ist. Firmen, die dann über 100 Mitarbeiter haben, gibt es ja im Startup-Bereich, also sprich Firmen, die dann vielleicht erst 1-2 Jahre sind, nicht wahnsinnig viel. Wenn ich schaue, wie viele solche Unternehmen in London oder in Berlin unterwegs sind, dann erschrickt man teilweise. Also die stellen dann jeden Monat mehr Leute ein als hier die Firmen vielleicht dann nach 3-4 Jahren total. Wir sind ein kleines Land, oder? Wir haben einen sehr kleinen Markt. Und das Digitalgeschäft ist primär ein Massengeschäft, oder? Das skaliert mit Marktgröße. Und was uns natürlich jetzt fehlt, insbesondere jetzt auch in dem Fintech-Bereich, dass wir wirklich aus der Schweiz heraus Firmen haben, die jetzt nicht nur in der Deutschschweiz erfolgreich sind und dann als nächste große Ambition in die Romandie gehen und umgekehrt, sondern dass wir wirklich Firmen haben, die sagen, wir wollen Europamarktführer, Weltmarktführer werden in gewissen Bereichen. The thing I'd like to see more of in Switzerland is slightly more unreasonable entrepreneurs, because it's those that have to figure out, how can I, as a tiny company, really become a world leader in this new field? That takes an unreasonableness and a turning back on everything that, if you like, your education has told you you should be. Ich verstehe, dass man in der Schweiz keine Industriepolitik historisch macht. Das ist Fakt, das wird mir immer so gesagt. Und das ist auch zu akzeptieren. Die Frage ist einfach, die Welt dreht sich weiter. Und andere Standorte machen Industriepolitik für Fintech. Was mir ein bisschen fehlt, ist das Gedankengut, das noch nicht richtig überall angekommen ist. Es geht nämlich in dieser neuen Welt nicht mehr um ein Ecosystem, also ich allein, sondern es geht um ein Ecosystem, also wir gemeinsam auf gleicher Augenhöhe. Und das fehlt noch. Und dort müssen wir noch ein bisschen daran arbeiten, damit es in der Schweiz auch wirklich weitergeht. Das ist im Ausland ganz anders, oder? Da haben sie viele größere Community, die wirklich bissig an neuen Ideen arbeiten. Das spürt man, da haben wir in der Schweiz nicht. Das macht eigentlich den Druck, oder, für die Zusammenarbeit, der ist da einfach ein bisschen tiefer. Wir haben einfach ein bisschen eine Wohlfühlgesellschaft. Das muss sicher im Finanzbereich immer noch, oder? Und da müsste man sich jetzt einfach mal konsequent als Finanzplatz, als Schweiz dafür entscheiden, insgesamt machen wir das jetzt. Aber da fehlt es an Abstimmung, es fehlt an Koordination, es fehlt an finanziellen Ressourcen. Man glaubt, das ist alles gut. Das ist einfach nicht so. Und auch wenn man mit Politikern spricht, die meisten verstehen überhaupt nicht, was Fintech ist. Ich bin klar die Meinung, oder, dass ein grosser Start-up-Fonds in der Schweiz würde einen wichtigen Beitrag leisten in das Ökosystem. Und gross meine ich irgendwo 500 Millionen bis 1 Milliarde irgendwo, also in dieser Grössenordnung, dass man Kapital zur Verfügung stellt für die sogenannten Series A-Runden oder Series B-Runden, also größere Tickets für die Schweizer Start-up-Industrie. Ich bin der Meinung, das Geld ist ja da, also auch aus der Pensionskasse. Eigentlich fehlt noch derjenige, der das orchestriert. Silicon Valley ist schlussendlich so entstanden. Silicon Valley ist nicht zuletzt darum sehr erfolgreich, weil extrem viel Risikokapital dort verfügbar ist, weil es ein sehr enger Cluster ist, der eine wahnsinnige Dynamik hat können erzeugen. Und wir hätten sicher sehr, sehr gute Voraussetzungen, dass wir gerade im Fintech-Bereich in den nächsten 5 Jahren hier in der Schweiz etwas Ähnliches aufbauen könnten. Wenn man eigentlich ja schon fast alle Handwerker in dieser Fabrik hat, warum macht man es nicht? Es ist für mich, und das, was mich am meisten frustriert, ist, dass es vergleichsweise wenig Geld bräuchte. Warum steckt man das nicht in die jungen Leute, in die jungen Unternehmer, die sich wirklich einen Arm und ein Bein rausreißen, um diese Arbeitsplätze zu schaffen? Und das ist für mich eben, wenn man nur 1 Promille oder was weiß ich, wirklich so wenig in so eine Art Staatsfonds packen würde für die Schweizer Jungunternehmer. Das ist mir unerklärlich. Das verstehe ich nicht. Ich glaube, der Zug ist dort noch nicht abgefahren. Wir haben absolut Chancen, dass wir das auch in der Schweiz schaffen könnten. Aber wir müssen jetzt voll Gas geben. The times in my life when I've achieved the most is when I put myself in danger the most. And it is interesting because there's something about the human condition and performance in that I believe that we perform at our best
when we challenge ourselves a little bit. Sicher gibt es Hürden. Aber ich habe eines gelernt, man Hürden einfach nicht ignorieren. Manchmal muss man einfach sagen, ja gut, wenn ihr eine Hürde dort anstellt, stellt sie an, ich laufe drum und gehe weiter. Innovation im Geschäftsumfeld kommt einfach nicht von innen. Also ich kann mich einfach fast nicht erinnern, es gibt immer ein paar Ausnahmen. Aber grundsätzlich kommt sie nicht von innen. Oder? Themen wie Crowdfunding oder wie Blockchain oder wie Sharing Economy habe ich schon erwähnt. Das sind Sachen, die liegen nicht offensichtlich auf dem Tisch für eine Bank. Aber da haben wir angefangen reinzuschauen. Da versuchen wir zu verstehen, was kann man mit der Blockchain machen, wie können wir das in unser Geschäft integrieren, wie sind die Schnittstellen zu den anderen Firmen, bringt das irgendwie etwas? Oder? Blockchain ist Finanz und ist Technologie. Also es ist Fintech gemäß Definition. Und es ist aber ein bisschen abgrenzt von der Fintech-Szene. Und ich habe mich schon oft gefragt, warum das ist. Und eine Möglichkeit ist, dass es eben sehr ideologisch ist. Viele Leute, die Bitcoin machen oder sonst mit der Kryptowährung beschäftigt sind, die wollen nicht einfach ein Start-up machen, um Geld zu verdienen oder einen guten Businessplan realisieren, sondern die wollen das Finanzsystem revolutionieren. Es ist eminent wichtig, dass ein Unternehmen Türen öffnet, um Ideen, andere Geschäftsmodelle, anders denkend eigentlich einlässt in die eigene Kultur. Früher haben wir gestartet, haben wir unsere eigenen Mitarbeiter motiviert, Ideen einzureichen. Und irgendwann sind wir zum Punkt gekommen und gesagt, ja, warum beschränken wir die Einreichung von den Ideen, die Innovationen, warum beschränken wir die nur auf die eigenen Leute? Die Welt ist ja quasi unser Spielfeld. Warum laden wir nicht alle anderen ein? Scouting hat man noch relativ schnell im Griff. Und auch da ist auch die Situation bei uns. Oder? Wir haben einen Haufen gute Ideen, die von außen herkommen. Wir werden auch von schönen, tollen Anzahl von jungen Unternehmen kontaktiert. Oder? Wir hätten eine gute Idee, möchten mit uns arbeiten. Und die Herausforderung eigentlich haben wir da, die Ideen aufzunehmen. Ein gesunder Wirtschaftsstandort ist wie ein Wald, wo, wenn man krampfhaft versucht, die alten Bäume zu stützen, das ist nicht nachhaltig. Die nachhaltige Methode ist zu sagen, okay, ab und zu geht halt ein alter Baum um, weil er alt und knöchrig wird. Und dafür wachsen viele junge Bäume nach. Und die grösste Gefahr ist, wenn man verhindert, dass die jungen Bäume nachwachsen können. Also wenn man zum Beispiel zu viel Regulierung macht, sodass die Fixkosten so hoch sind, dass junge Start-ups die nicht tragen können. Ich denke, manchmal wären wir besser dran, wir würden ein bisschen mehr Risiko nehmen. Der Weg ist, viele kleine Experimente immer wieder versuchen. Und dort, wo es gut geht, entwickelt man sich weiter. Und so kann man zu einem Ziel kommen oder einem Ort herkommen, wo man nachher vielleicht neue Erträge generieren kann, ein neues Kundenerlebnis generieren kann. Aber so der eine grosse Sprung und nachher, voilà, landen wir gerade im Honigtopf, glaube ich, haben wir weniger. Oder? Wenn sich eine Bank genug schnell anpasst, glaube ich nicht, dass das Geschäftsmodell grundsätzlich bedroht ist. Was aber immer die Schwierigkeit ist, ist dann auch der Mut zu haben, die Technologie anzuwenden. Weil die Innovation fängt ja nicht dann an, wenn man die Technologie beherrscht, sondern dann, wenn man sie an den Markt bringt. Wenn wir in 10 Jahren, wenn wir jetzt uns ins Bild setzen, 2026, und schauen zurück, vielleicht schauen wir das Video an, was wir dort mal erzählt haben. Wahrscheinlich werden wir dann Themen haben, die wir heute nicht auf dem Radar haben. Ich glaube, die Spannung, die muss heute, eine Geschäftsleitung muss die heute aushalten und sich entwickeln. Und irgendwann, wenn die Faktenlage so ist, dass man entscheiden kann, dann auch mutig die Entscheidungen treffen und sagen, jetzt gehen wir in die Richtung oder gehen wir in die Richtung oder wir stellen etwas wieder ab. Ich vermute, dass wir in 10 Jahren basierend auf den neuen Technologien und vor allem auf der Blockchain-Technologie fundamentale Veränderungen werden haben, die wir heute eben noch nicht genau abschätzen können, insbesondere im Intermediationsgeschäft. Also überall die, die wir heute
Intermediationsleistungen haben, die eigentlich digital ersetzt werden können. Schlussendlich werden wir alle betroffen sein von dieser Digitalisierung. Und, ich suche immer noch den Case für einen Coiffeur. Wie genau ein digitaler Coiffeur aussieht, den habe ich noch nicht gefunden. Aber für fast alle anderen Bereiche habe ich mittlerweile Vorstellungen, wie die Digitalisierung aussehen kann. Und das wird tatsächlich fundamentale Veränderungen geben. Und wir tun gut daran, heute anfangen, Szenarien zu überlegen, wie das aussieht und wie wir in Zukunft zusammen werden leben. Ich selber rede auch viel über Möglichkeiten, die man machen könnte. Aber es gibt verhältnismäßig wenig Leute, die dann wirklich hingehen und sagen, ich mache es jetzt. Ich emitiere einen Schweizer Franken-Coin auf der Blockchain. Oder ich gründe so eine Digital Autonomous Organization, die irgendetwas macht. Und für das fehlen zum Teil auch noch Tools. Also als Softwareentwickler ist man immer auf gute Tools angewiesen. Die befinden sich auch in der Entwicklungsphase. Aber es ist schon etwas, dass zum Teil ein bisschen der Geist fehlt, um einfach hingehen und machen. Es gibt tolle Fintech-Unternehmen in dem Land. Nicht so viel, aber tolle Buden, die es geschafft haben, die mit einer Grossbank oder mit einer größeren Kantonalbank oder mit Verbund von Regionalbanken substanzielle Mehrwerte generieren. Und das ist auch ein schönes Bild. Da hast du nämlich die traditionelle Bank, die es seit 100, 150 Jahren gibt. Und da gibt es ein Fintech-Unternehmen, das vielleicht 30 ist, das seit 2-3 Jahren erst seine Bude hat. Aber er hat es geschafft, weil er sehr fokussiert ist, weil er wirklich ein Problem lösen kann, zusammen mit der Bank das weiterentwickeln. Und das sind die Unternehmen, wo ich sage, wow, Chapeau, das ist eine tolle Sache. Und von denen braucht es mehr. Genau das ist ja eine grosse Chance für den Standort Zürich, dass wir auch die ganze technologische Entwicklung nutzen im Finanzbereich und da auch an neue Ideen können nachdenken und neue Ideen auch etablieren, wo der Finanzmarkt, wo wir ja schon stark sind im Kanton Zürich, eben weiter stärken. Die Art und Weise, die wir in der Schweiz haben, zum Zusammenarbeiten, die ist halt schon nochmal auch gewachsen, speziell und gut. Für das man in einer Art und Weise schnell zusammenkommen kann, muss örtlich noch. Die Genfer kommen auf Bern, die Zürcher kommen auf Bern, wir treffen uns schnell kurz zu Bern. Das ist nicht kurz auf Singapur und dann wieder auf New York. Das sind einfach längere Wege. Und alles über Video ist nicht gleich, wenn man sich live 1:1 sieht. Und da hat das Know-how in diesem Land extrem viel. Das ist unsere DNA, Banking, nicht nur Schoki und Käse, sondern auch Banking, das ist unsere DNA. Und ich meine, muss man auch anschauen, mit UBS der grösste Vermögensverwalter auf dieser Welt. Mit einem BlackRock, der strategisch sagt, die Schweiz ist für uns wichtig. Also wir haben extrem viele tolle Brands mit extrem viel Know-how. Ich bin eben vor 3 Jahren in die Schweiz gekommen. Ich habe dann Knip gegründet. Ich habe mit den Jungs SFS gegründet. Und ich wurde unglaublich herzlich aufgenommen. Und das ist, glaube ich, nicht selbstverständlich. Und das ist auch was ich der Schweiz wirklich sehr hoch anrechne. If you invest a lot of effort in being an entrepreneur, and I'm sure you know that yourself, you might as well do it on as firm a foundation as possible, because it would be very sad to invest so many years and sacrifices only to find that you were in a jurisdiction that will pull the carpet away from under you. Switzerland has an excellent jurisdiction, not only for fintech or blockchain technology, but in a very large number of areas. Der Bereich Privacy, Security, Digital Identity, genial. Wir sind das Land der Menschenrechte. Wir sind neutral, politisch stabil, perfekt für eine globale Lösung. Gerade in der Schweiz. Das Vertrauen, das wir in jeder Umfrage, die wir ja regelmäßig machen, die Banken und Versicherungen haben, das ist riesengroß. Ich würde sogar so Fragen stellen, ist, wenn du von der Google oder von der Apple würdest, eine Bankendienstleistung haben oder von der etablierten Bank, zu welchem gehst du denn? Und unisono mit hohen Prozentzahlen, und egal ob alt oder jung und egal welche Schicht,
Das Vertrauen in die Banken und Versicherungen ist heute noch gewaltig groß. Wenn wir es schaffen, ein Geschäftsmodell zu entwickeln, das disruptiv ist, das aus der Schweiz geboren ist, das vielleicht dank Unterstützung von Banken-Know-how, dank vielleicht Unterstützung von ETH-Know-how, von intelligenten Köpfen entsteht, ist doch das eine super Geschichte für die Schweiz. Ein 8-Millionen-Land hat einen Fin-Technology Leuchtturm entwickelt, wo davon die Singapur-Leute schwärmen, die in London schauen, mit glänzigen Augen auf die Schweiz und sagen, wow, wie toll. Wäre das beste Marketing, das wir hätten. Wir haben vor, den sogenannten Blockchain Research Hub im Kanton Zürich zu etablieren. Ich hoffe, das gelingt uns. Es geht ja weiter als die reine Finanzbranche. Es betrifft auch die Versicherungsbranche. Es gibt auch neue Branchen, die sich entwickeln werden, die wir vielleicht uns heute noch gar nicht vorstellen können, wo wir Anbieter werden können. Ich glaube, dass es in der Schweiz extrem gute Talente hat. Ich glaube, wir auch gerade von der Historie her haben wir Wissen und eine Reputation, die man unbedingt nutzen muss. Aus meiner Sicht geht es darum, jetzt Finance in Fintech zu transformieren. Also, dass man guckt, wie bekommen wir dieses Finanzwissen, das noch da ist. Die Leute sind hier noch. Wie kriegt man das transformiert in die Zukunft, in die digitale Welt? Es ist halt schon so, wir haben in der Schweiz, und das ist auch im Kanton Zürich, wir haben kein Erdöl, das wir pumpen können. Und wir finden nicht einfach so Gas, oder? Also wir haben weitgehend auch unseren Kopf, unsere Talente im Sinne von unserer Innovationskraft. Und das sind unsere Stärken. Und auf diesen Stärken sind wir gut, aber da müssen wir weiterhin aufbauen und die müssen wir weiterhin pflegen. Und wir haben die Chance. Ich glaube sehr daran, dass wir eine Rolle spielen auf dem Markt in der Welt, damit wir den Finanzplatz Schweiz stärken. Mein Wunsch an die Schweizer wäre, sind mutig, werdet Unternehmer oder Unternehmerinnen, nehmt Risiken und lasst euch nicht von der Gesellschaft entmutigen, wenn ihr auf die Nase geht. Dann hat man dort mehr Gründer, das heißt, ein Ökosystem entsteht. Und wenn da Gründer sind, dann kommen die Investoren. Und wenn da Gründer und Investoren sind, dann kommen vielleicht auch die Innovation Labs von den großen Unternehmen. Siehe eine UBS mit dem Level 39 in London. Ja? Und dann entsteht da einfach so ein Strudel, den man auch gar nicht mehr aufhalten kann. I think crypto will help bring transparency to finance, but certainly also democratize it. Und das ist eigentlich das Schöne. Wir müssen ja nicht sehr risikofreudig sein. Wir müssen einfach ein bisschen weniger risikoavers sein als alle anderen. Und da sind wir schon der beste Standort, um so Chancen zu wahrnehmen. People will become more open-minded to actually financing maybe the business that you have around the block, rather than just putting your money on the stock market. So when people become more and more open around this, I think it creates a different type of community. Die Möglichkeit, mit innovationsfreundlichen oder freudigen Kunden und Partnern ganz neue Sachen zu entwickeln. Also macht wahnsinnig viel Spaß. Es ist eine super Zeit. Da wünsche ich mir, dass wir wirklich gemeinsam an dem Schweizer Fintech-Ökosystem arbeiten. Und da geht es vielleicht einerseits um Ökosystem zwischen Banken und Startups. Das machen viele, das ist sexy. Aber es geht auch um Zusammenarbeiten zwischen den Banken selber. Nicht gegeneinander, miteinander. Oder nicht die eigenen Interessen zuvorderst haben, sondern schon, was braucht der Finanzplatz, als wir da den Anschluss nicht verpassen. Der grosse Weg wird sein, wenn wir sagen, wir nehmen die Stärke der Startups, wie sie sind. Wir nehmen die Stärke der Banken und Versicherungen, wie sie sind. Und dann nicht das Schlechtreden, was nicht gut ist, sondern schauen jetzt miteinander, wie man Mehrwert schaffen, Nutzen schaffen für Kunden. There's one characteristic that I think is very interesting here in Switzerland, that you have some of the biggest traditional rivals collaborating. Wow. Diese Gemeinsamkeit, die die Schweiz hier jetzt zutage trägt, ist einmalig und setzt sich auch ab in der Welt. Und das ist sehr, sehr positiv. Aber es muss eine Kooperation sein, wo der Staat darin involviert ist. Dass er Strukturen schafft oder dass er ein regulatorisches Umfeld schafft für das. Und da müssen wir mit allen Kräften zusammen, die Banken, die Fintechs, Unternehmen, die Regierung, die Politik, zusammen versuchen,
das Ganze zu pushen. Wir müssen da sein und erklären, was in der Schweiz passieren tut und was für Gründe gibt und warum es richtig ist, in die Schweiz zu kommen mit diesen Start-ups. Und auch ein bisschen lernen, wie es die Amerikaner und wahrscheinlich auch sehr gut die Engländer machen. Laut sein, Marketingbetrieb, einfach laut sein und überzeugt sein. Wir möchten der globale Hub sein für FinTechnology in 3-4 Themen. Das wäre mein Bild, was ich mir wünsche.